Es muss nicht immer alles teuer und aufwendig sein. Gerade bei Messmitteln und Anreißwerkzeugen gibt es auch so schöne, einfache Lösungen. Man muss immer bedenken, es gibt eine ganze Industrie, die versucht, euch den ganzen Tag einzureden, was ihr nicht noch alles braucht. Und das Riesenproblem in der Werkstatt ist, die Werkstatt wird immer voller und der Geldbeutel wird immer leerer. Und dafür gibt es schöne, einfache Lösungen. Ich habe heute mal ein paar Impulse zusammengesammelt. Ich glaube, jeder wird da das ein oder andere mitnehmen können. Diesen Zentrierwinkel, den habe ich gerade wieder ausgegraben, den habe ich mir vor ein paar Jahren gekauft, weil ich gedacht habe, den brauchst du auch unbedingt. Am Ende des Tages habe ich den wirklich nie eingesetzt. Den kann man hier einfach auf ein Rohr aufsetzen. Jetzt kann man hier die Achsen anreißen, das ist sicherlich praktisch. Und auf der anderen Seite, wofür der eigentlich am besten geeignet ist, wenn man hier an der Scheibe einfach mal die Mitte braucht. Dann kann man das ganz einfach hier ansetzen, kann einmal so die Achse zeichnen, einmal quer zeichnen und man hat genau die Mitte angerissen. Riesengroßer Nachteil an diesem Winkel, der ist natürlich auf einen gewissen Durchmesser begrenzt. Und da gibt es viel einfachere Lösungen, die nahezu nichts kosten. Zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren bei meinem Vater die alte Werkstatt aufgelöst. Und da gab es so ein paar Stücke, die hat er immer so gerne benutzt. Da habe ich gesagt, nee, die kannst du nicht wegschmeißen. Die habe ich dann mit in meine Werkstatt genommen. Zum Beispiel diesen Winkel hier. Und damit kann ich auch genauso schön wie mit diesem Zentrierwinkel innerhalb von kürzester Zeit die Mitte an einer Scheibe anreißen. Dazu nutze ich einfach den Winkel, lege die Scheibe an die Seiten an und nutze dann hier die 45 Grad Schräge. Und jetzt brauche ich einfach irgendwas Gerades, ein kleines Lineal oder ähnliches. Und dann kann ich ganz normal hier die Diagonale durchziehen. Und das kann ich auch das zweite Mal machen. Dann habe ich perfekt die Mitte. Und das Ganze machen wir natürlich auch gleich das dritte Mal, weil dann haben wir natürlich auch die Kontrolle, dass wir hier wirklich exakt die Mitte haben. Und dann sieht man, wie schön und einfach das Ganze funktioniert. Und Kontrolle ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Man sollte solche Messmittel immer regelmäßig mal überprüfen. Mit einem Winkel macht man das ganz einfach. Den setzt man hier einfach an so einem Tisch oder an einer anderen Platte, an einer geraden Kante einfach hin, macht einmal so einen Strich, dreht den einmal um, macht zur anderen Seite einen Strich. Den kann man einfach übereinander liegend machen, den Strich, oder ich mache es gerne so parallel. Und dann sieht man, dass dieser alte Winkel wirklich immer noch absolut geniale parallele Striche macht. Der ist wirklich nach all den Jahren immer noch genau oder genau genug für das, was ich damit mache. Und wenn man gar nichts hat, um bei so einer Scheibe die Mitte vernünftig anzuzeichnen, man kann das natürlich auch mit einem Zirkel machen, dann reicht auch ein ganz normaler 90-Grad-Winkel oder ein Blech, das hier einen exakten 90-Grad-Winkel hat. Den muss man natürlich vorher kontrollieren. Dann legt man das Ganze einfach hier an. Oben schön die Spitze und hier die Seiten. Und wenn man die Seiten genau immer anzeichnet, dann hat man immer genau die Diagonale. Ist ein alter Schlossertrick, den sollte auch jeder kennen. Habe ich hier 3-mal gemacht an der Scheibe und dann habe ich wirklich auch perfekt die Mitte angezeichnet, ohne irgendwo Geld auszugeben. Irgend so ein Blech oder irgendwas mit einem 90-Grad-Winkel, das hat wirklich jeder. Ansonsten bin ich ein Riesenfan von den Grundlagen. Das sind zum Beispiel Schlosserwinkel. Schlosserwinkel sollte jeder haben, vernünftige große Winkel. Den großen Schlosserwinkel, den habe ich hier unten mal abgeschrägt, damit ich auch geschweißte Bauteile dann noch mit vernünftig kontrollieren kann. Und der kleine Schlosserwinkel, das ist ein Haarwinkel. Sowas kennt man noch aus der Lehrwerkstatt, wer das früher irgendwo ertragen musste. Der Meister immer wieder geguckt und hat mir dann irgendwas erzählt. Da kann noch eine ganze Elefantenherde durchlaufen. Das sind so die schönen alten Geschichten. Und dann habe ich hier natürlich auch einen Zirkel, um einen Kreis oder einen Radius anzureißen. Der hat eine Besonderheit. Der hat hier oben die Möglichkeit, dass man hier einen Bleistift reinstecken kann, den festschrauben kann. Und das ist gerade schön für Sichtflächen, wo man nicht irgendwelche Stellen, Macken reinmachen will, Kratzer reinmachen will. Da kann man das Ganze dann auch anzeichnen mit einem Bleistift. Also ist auch eine schöne, einfache Sache. Kriegt man mittlerweile auch für kleines Geld alles. Das sind ganz normale Stahlmaßbänder. Und was ich die letzten Jahre wirklich extrem benutze und was ich wirklich richtig geil finde, ist so ein Speed Square. Speed Square oder auch Dachdecker-Dreieck genannt, kommt aus den USA, ist mittlerweile auch in Deutschland sehr verbreitet. Ich habe das vor 8-9 Jahren schon mal auf meinem Kanal vorgestellt. Da kannte das wirklich niemand. Mittlerweile gibt es die sogar teilweise beim Lidl, sind aber wirklich super. Und damit möchte ich auch noch mal ein paar schöne Sachen zeigen, die der ein oder andere vielleicht nicht kennt. Ich habe hier einen vernünftigen Anschlagwinkel, der sitzt vernünftig, der rutscht nicht irgendwo ab. Wenn ich zum Beispiel einen normalen Winkel habe, den hier irgendwo habe, dann kippt der hier natürlich immer runter. Den kann ich mir hier vernünftig hinlegen, kann den an die Kante legen, wo ich ein anderes haben will. Mache hier 90 Grad anderes
oder mache einen 45 Grad Anriss und kann natürlich damit auch 90 Grad oder 45 Grad kontrollieren. Das heißt, das Ganze ist natürlich auch eine Lehre für 90 oder 45 Grad. Das sind schon mal so die Basics. Die kennt wahrscheinlich jeder, die sind relativ offensichtlich. Jetzt habe ich aber auch die Möglichkeit, das sieht man hier unten schön, ich habe hier immer noch die Möglichkeit, auch eine Parallele anzuzeichnen. Ich lege zum Beispiel hier 4 Zentimeter mir fest, zeichne das Ganze an, mache wieder 4 Zentimeter, zeichne das Ganze wieder an. Und so habe ich mir innerhalb von wenigen Sekunden perfekte parallele Anrisse angezeichnet. Das funktioniert wirklich so genial. Wenn man da einmal irgendwo drin ist in dem Game oder so, das macht wirklich richtig Spaß, das funktioniert gut. Und das ist so eine der Hauptsachen, die ich hiermit immer und immer wieder benutze. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich hier 5 verschiedene Bohrungen brauche, dann kann ich mir das alles auf einmal anzeichnen, kann mir hier auch noch immer die Höhe ganz normal markieren. Ja, das ist also schon unglaublich praktisch. Hier nochmal 4, kann das Ganze aber auch in einem Strich ganz einfach durchziehen. Ich mache das hier immer mit diesen Tieflochmarkern, weil das sieht man richtig schön. Ansonsten benutze ich die auch eher nicht, aber die sind natürlich extrem gut, wenn man hier irgendwas vorführt. Und das Ganze ist jetzt auch die perfekte Möglichkeit, um Winkel anzuzeichnen und zu messen. Das heißt, ich mache hier einfach mal 90 Grad Winkel. Jetzt kann ich das Ganze hier verdrehen, kann hier hinten 15 Grad ablesen, kann jetzt hier einen 15 Grad Anriss machen, kann dann natürlich auch 25 Grad machen, also kann hier jeglichen Winkel anzeichnen. Das funktioniert unglaublich gut. Muss hier immer nur darauf achten, dass der Nullpunkt hier vernünftig dran ist. Und genauso kann ich natürlich im nächsten Zug auch hingehen und kann hier jeglichen Winkel ganz einfach wieder messen und kann den Winkel hier ablesen hinten. Seitdem ich dieses Dreieck habe, verwende ich eigentlich keinen Winkelmesser mehr, weil der das problemlos ersetzt. Also ich finde die Dinger sowas von genial. Man hat da noch viel mehr Möglichkeiten, wenn man dann am Ende des Tages überlegt, sowas kostet so zwischen 5, 10, 15 Euro. Also es wirklich, darf in keiner Werkstatt fehlen. Kann man zum Beispiel auch als Führung benutzen, wenn man mit der Stichsäge oder mit der Kreissäge was abschneiden will. Ist also wirklich so einfach und funktioniert so gut. Ist egal, ob das auf 90 Grad ist oder auf 45 Grad ist. Wenn ich zu Hause mal irgendwelche Bretter auf Gärung abschneiden muss oder so, nutze ich das wirklich immer. Ist so eine einfache, simple Sache und besser geht's wirklich nicht. Das funktioniert sowas von gut. Beim Messen mache ich keine Besonderheiten. Ich habe ganz normal einen Zollstock, heute heißt er Gliedermaßstab. Ich achte immer gerne darauf, dass Sie ja auch die Möglichkeit haben, dass man hier einen Winkel einstellen kann. Dann kann man den anzeichnen, kann einen Winkel kontrollieren. Ich habe mir auch mal einen gekauft, von wegen, mit dem man einen Durchmesser messen kann. Habe ich in der Praxis nie benutzt. Ist also auch rausgeschmissenes Geld. Was ich sonst natürlich verwende, so die ganz normalen Standardsachen wie Stahlmaß, aber natürlich auch einen vernünftigen Messschieber. Sowas sollte in jeder Werkstatt vorhanden sein. Wo ich oft schon Probleme hatte, sind Bandmaße. Da sind verschiedene Sachen. Die billigen sind oft nicht so genau und das ist hier sogar von einem Markenhersteller. Das war mal in einem Werkzeugkoffer drin. Da habe ich mal was mit ausgemessen und hinterher habe ich gemerkt, das passt alles nicht. Und wenn man die beiden mal vergleicht, das ist hier also wirklich qualitativ hochwertiges Bandmaß. Da kann man vernünftig alles ablesen. Das sieht man schon, wenn ich hier drauf gucke, ne, man wird ja nicht jünger, dann sieht man das hier richtig gut. Hier muss man schon näher rangehen. Abends, wenn es ein bisschen dunkler wird, das kann man also immer vernünftig ablesen. Und wenn man die beiden vergleicht, dann ist es so, dem hier fehlt wirklich immer ein Millimeter. Das heißt, hier ist immer wirklich ein Millimeter mehr. Das habe ich schon mehrfach kontrolliert. Das ist ganz genau und das hat hier eine Abweichung. Und das schon bei 400 Millimetern. Wenn man da größere Sachen ausmisst, dann kommt hier der Millimeter zum nächsten Millimeter und plötzlich fehlen einem 5, 6, 7 Millimeter. Hat man noch eine Ungenauigkeit beim Sägen und. Ihr kennt das. Also bei den Messmitteln, gerade bei den Bandmaßen, ich verwende nur das hier. Kann ich hier unten auch mal verlinken, wenn ich das noch finde. Ich habe das wirklich schon so 5, 6 Jahre, bin da wirklich extrem begeistert. Nachteil ist natürlich, dass es relativ breit. Aber es hat auch den Vorteil,
Ich kann das jetzt problemlos 3, 4 Meter rausstrecken. Also das hält wirklich mindestens auf 3 Meter. Das knickt hier vorher ab. Ich kann jetzt also hier hingehen. Da hinten ist meine Schlagschere. Das sind jetzt so gute 3 Meter von hier. Kann das da einfach rüberstrecken, kann das da einhaken. Das hat hier auch einen vernünftigen großen Haken. Kann das einhaken, hat auch einen Haken nach oben. Kann das also auch auf der Rückseite so benutzen. Also es hat wirklich viele Vorteile. Das kann ich also wirklich nur empfehlen. Das ist so die einzigste Besonderheit beim Messen. Ansonsten achtet man natürlich darauf, dass man hier auch eine vernünftige Qualität hat, dass die Messmittel vernünftig sauber und ordentlich sind. Das sollte natürlich klar sein. Aber das Bandmaß oder so, das ist wirklich Gold wert. Bleibt natürlich noch eine Frage offen, mit was zeichnen wir an? Und da ist ein absoluter Geheimtipp diese roten Bleistifte. Die verwende ich schon wirklich seit 30, 35 Jahren. Bin ich ein absoluter Fan von. In der Regel nutze ich natürlich auch für viele Sachen die Anreißnadel und seit längerem schon diese Tiefenlochmarker. Die gibt es vom originalen Hersteller, wir wissen alle, wie der heißt. Die verwende ich nicht. Ich nehme immer diese Nachbauten hier vom Chinamann. Die sind unschlagbar günstig und ich würde immer mal behaupten, die sind von der Qualität auch wirklich nicht schlechter. Damit kann man viel sehr gut anzeichnen, haben aber auch entscheidende Nachteile und da kommt dieser wunderschöne Bleistift hier ins Spiel. Jetzt ist es so, wenn ich mit so einem Buntstift was anzeichne, dann habe ich einen schönen Anriss, den sehe ich, alles kein Problem. Wenn das Ganze aber warm wird, zum Beispiel beim Schleifen, dann läuft das weg. Und gerade wenn ich mir irgendwas markiere, was ich dann anpassen will und wegschleifen will, dann ist es richtig blöd, wenn die Markierung natürlich weggeht. Und das habe ich mit diesem roten Buntstift nicht. Mit dem kann ich hier was anzeichnen, ich kann das sauber ordentlich sehen, kann bis an die Stelle ranarbeiten, der läuft nicht weg. Nächster Riesenvorteil von so einem Buntstift ist natürlich, den kann ich immer wieder anspitzen. Das heißt, der hält extrem lange. Die letzten davon habe ich mir vor 2,5, 3 Jahren bestellt. Das waren 3 Stück und der dritte hält immer noch. Also da hat man wirklich lange was von. Und auf der anderen Seite ist es so, das ist auch immer ein riesengroßes Problem, wenn man Edelstahl verarbeitet und man nimmt dann diese Buntstifte und es wird hier irgendwo warm. Wenn ich meinetwegen hier schweiße und hier habe ich was angezeichnet, dann ist es auch so, dass das wirklich in das Material reinzieht. Und das kriegt man nur durch Schleifen der Oberfläche wieder weg. Das kann man also nicht wegwischen. Das kriegt man nicht mit Verdünnung weg. Das ist also auch wirklich ein Riesenproblem. Und da sind die Dinger wirklich Gold wert. Aber der wichtigste Vorteil ist wirklich, wenn man da sich irgendwas anzeichnet zum Schleifen, dass man das wirklich sieht, dass das durch die Wärme nicht weggeht. Und wie gesagt, man kann immer wieder nachspitzen. Dann hat man irgendwo 5 von denen hier schon irgendwo hingerafft, da hält er immer noch. Das ist also ein Riesenvorteil. Also die alten Sachen sind nicht immer schlecht und die einfachen Sachen sind nicht immer schlecht. Das wollte ich euch mal mit diesem kleinen Video zeigen. Viele kleine Inspirationen. Ich hoffe, der ein oder andere konnte da was mitnehmen. Ich werde jetzt gucken, die Sachen verlinken. Ansonsten schreibt mich nochmal an oder schreibt es mir in die Kommentare. Dann suche ich die Links nochmal raus. Stift werde ich auf jeden Fall verlinken, Maßband werde ich auf jeden Fall verlinken und ansonsten, das andere sind ja so Standardsachen, die findet ihr überall. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, viel Spaß beim Anzeichnen, beim Basteln, beim Heimwerken. Bis dann, euer Manni.